Schwarz ist das neue Chrom. Heute kommt der Chrom vom TRX 6 und ich zeige dir, wie das geht. Warum entscheidet man sich dazu, dieses doch recht schicke Chrom zu entfernen? Das kann verschiedene Gründe haben. In meinem Fall ist es ein optischer Aspekt. Ich selber möchte ein Tuning-Projekt verwirklichen und zu der Karosseriefarbe passt später dieses Chrom einfach nicht so gut dazu. Aber auch Beschädigungen können ein Grund dafür sein, warum man dieses Chrom entfernen möchte. Wenn man damit eine Zeit lang gefahren ist, dann sieht man zum Beispiel hier an der Abgasanlage gerade so in diesem Bereich die ein oder andere starke Abnutzungserscheinung. Gerade auch hier die Trittbretter. Da blättert der Chrom auch schon ab. Genauso hier hinten an diesem riesen Überrollbügel. Auch hier ziemlich viele Macken drin und das können Gründe sein, warum man Chrom hier entfernen möchte. Doch welche Teile sollen denn in diesem Video ihren Glanz verlieren und in einem schönen Mattschwarz erstrahlen? Das ist zum einen der eben erwähnte Überrollkäfig hier hinten an der Karosserie. Wir haben den hinteren Unterfahrschutz, die komplette Abgasanlage, diese Sidepipes von links und rechts, genauso wie die beiden Trittbretter. Im ersten Step werden die zu lackierenden Teile erstmal demontiert. Das gestaltet sich sehr einfach und selbsterklärend, deswegen möchte ich da nur ganz kurz drauf eingehen. Du hast hier diese Chromzierblenden der Trittbretter, die sind mit 3 Schrauben an den Trittbrettern befestigt. Ist auch eine super Gelegenheit, hier die Trittbretter, diese Seitenflanken mal zu säubern. Hier haben wir die 3 Löcher, dort sind sie festgeschraubt. Die Trittbretter an sich hier an den Seiten auch nur mit wenigen Schrauben dran. Das geht ganz einfach. Die Abgasanlage unten drunter ebenfalls 3 Schrauben hier, 1, 2, 3, also auch nicht so viel. Und der hintere Unterfahrschutz in meinem Fall auch hier nur mit 2 Schrauben festgemacht. Das ist also etwas, was sehr einfach zu lösen geht. Zu guter Letzt dann hier hinten dieser Überrollkäfig und auch dieser ist nur von unten mit jeweils einer Schraube pro Strebe, also 4 Stück, festgeschraubt und lässt sich genauso leicht demontieren. Natürlich könnte ich jetzt beginnen und die abgebauten Teile direkt einfach überduschen, aber ich möchte ja, dass es später auch vernünftig hält. Des Weiteren habe ich natürlich hier durch die Nutzung auch überall feine Kratzer, Riefen, Schleifspuren drin, die ich erstmal entfernen möchte. Ich habe mich dafür für wasserfestes Schleifpapier entschieden. Einmal eine 600er Körnung und einmal 1200er Körnung. Ich werde es mal direkt mit der 1200er probieren. Ich habe hier auch eine Schüssel mit Wasser und werde dann anfangen, die Teile hier vorsichtig abzuschleifen, dieses ganze Chrom hier mal richtig runterzuholen und auch diese Kratzer mit auszuschleifen. Ich habe mir jetzt mal hier so ein schönes Handtuch untergelegt und hier auch ein frisches Handtuch hingelegt. Die Dame des Hauses findet das bestimmt richtig gut, dass ich dafür die weißen Küchenhandtücher genommen habe. So, diesem Stück möchte ich mich widmen und du siehst vielleicht auch schon, an manchen Stellen glänzt es noch richtig, an manchen Stellen ist es schon matt, aber so wirklich schön aussehen tut das nicht mehr. Ich mache das Ganze jetzt mal so ein bisschen nass, 1200er Körnung, so ein bisschen ins Wasser. Gucken wir mal, ob das schon was bringt zum Anschleifen. Ui, ja, also man sieht schon, es geht runter, ja, aber das ist doch sehr fein, wahrscheinlich für Finish ganz gut gedacht. So, jetzt lösen wir hier auch schon so ein bisschen den Schmutz ab, beziehungsweise das Abgeschliffene. Ich wollte auch bewusst mal was Nasses wählen, damit man auch diesen feinen Staub nicht überall im Zimmer hat. Und das fühlt sich soweit ganz gut an. Aber 1200er ist doch glatter, als ich dachte. Ja, für Finish sicherlich ganz gut. Ich probiere es jetzt nochmal mit dem 600er. Auch das 600er so, kommt so ein bisschen ins Wasser. Ich habe das jetzt hier mal etwas mehr ausgelegt, weil ich ja doch
wieder am Rumottern bin. Oh ja, jetzt hören wir hier doch eine deutliche Schleifwirkung. Und damit hole ich jetzt schon mit dem ersten Schlag deutlich mehr runter. Also man kann sicherlich mit dem 1200er mal beigehen und in den Finish-Bereich gehen. Und selbst mit dem 600er, glaube ich, werde ich einen Moment brauchen, die Teile so abzuschleifen, dass wirklich keine Kratzer mehr drin sind. Das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich schleife jetzt alle Teile mal soweit ab und zeige dir jetzt das fertige Ergebnis. Hier ist mal deutlich was runtergekommen. Ich hoffe, man sieht es so ein bisschen an der Wasserfarbe und auch hier so ein bisschen den Rand. Das Ganze mit Wasser zu machen, das gefällt mir wirklich gut. Ich habe diesen ganzen Staub nirgendwo sitzen und so sieht es jetzt aus. Ja, hier und da musste ich mal ein bisschen stärker. Da sieht man, da bin ich dann deutlichst auf dem Kunststoff. An ein paar anderen Stellen ist das Chrom noch gut zu sehen, aber alles ist ziemlich matt. Bedeutet, ich habe so ziemlich jede Stelle erwischt und angeschliffen. Wenn du wirklich stärkere Kratzer drin haben solltest von irgendwelchen Steinen, dann empfehle ich dir keine 600er, keine 1200er, sondern wirklich eine gröbere Körnung, um erstmal die groben Kratzer rauszukriegen. Und dann gehst du zum Schluss nochmal mit einem Finish drüber, sodass du wirklich eine schöne, glatte Oberfläche hast, die aber angeschliffen ist, sodass der Lack gut haften kann. Wichtig ist jetzt natürlich, dass wir die Teile erstmal trocken legen. Das kann man zum Beispiel auch gut mit einem Föhn machen, weil gerade hier in diesem Bereich sammelt sich durch dieses Nassschleifen natürlich Wasser an und durch den Föhn sicherst du quasi die ganzen Ecken und Kanten, sodass alles richtig trocken ist. Im Anschluss wird das Ganze dann nochmal entfettet. Du hast ja immer auch so ein bisschen Fett an deinen Händen. Das sollte auf jeden Fall runter. Und dann werden wir das Ganze lackieren. Ich habe mich jetzt hier für einen ganz klassischen matten schwarzen Lack entschieden. Wichtig ist natürlich, dass dieser auch auf Oberflächen wie zum Beispiel Kunststoff haften bleibt. Beim Lackieren selbst solltest du natürlich auf eine ausreichende Durchlüftung sorgen. Des Weiteren, dass du nicht wirklich irgendwelche großen Staubpartikel oder womöglich Sand in der Luft hast oder wenn du es auf dem Boden machst, bitte nicht irgendwie draußen neben dem Sandkasten, dann hat dir das Anschleifen auch nichts gebracht. Und wirklich schön in feinen Schichten immer wieder überlackieren, kurz antrocknen lassen. Ich werde mit der nicht sichtbaren Seite anfangen, werde das Ganze dann trocknen lassen und dann irgendwann drehen und dann die sichtbare Seite Step by Step schwarz lackieren und das dann ordentlich trocknen lassen. Die Teile hatten nun über Nacht Zeit zum Trocknen und das ist das Ergebnis und damit bin ich doch wirklich sehr gut zufrieden. Schön klassisch matt schwarz. Ich habe keine Läufer drin. Die Farbe hält sehr gut. Das stimmt mich wirklich sehr positiv. So, hier von allen Seiten das Ganze schön gemacht. Jetzt müssen wir es natürlich noch montieren. Das funktioniert genauso wie die Demontage. Und jetzt schauen wir mal, wie es denn am Fahrzeug letztendlich wirkt. Ich muss gestehen, dass ich dieses Schwarz als deutlich wertiger empfinde, als die Chromoptik, mit der dieses Fahrzeug ausgeliefert wird. Hier scheint es insgesamt so einen Wandel gegeben zu haben. Wenn man sich heutzutage die PKWs mal anschaut, früher gerne mit viel Chrom gearbeitet, heutzutage kann man viele Chromteile auch direkt in Schwarz bestellen und mir persönlich gefällt es tatsächlich besser. Zu dieser schwarzen Karosserie passt dieser schwarze Überrollbügel und hier unten das schwarze Trittbrett, die schwarzen Auspuffrohre natürlich sehr gut. Das bleibt aber nicht so. Es handelt sich hierbei um eine Schlachtkarosserie. Die Teile habe ich nur schon mal lackiert für mein TRX 6 Projekt und dieses Video ist ein Teil davon. Wenn du also wissen möchtest, wie es mit diesem Fahrzeug weitergeht, dann schau dir auch gerne die anderen Videos an und jetzt sag du mir doch mal, was hältst du hier von der schwarzen Optik? Und könntest du dir vielleicht auch vorstellen, so eine schwarze Karosserie mit vielleicht grünen Anbauteilen in so einem richtigen Neongrün? Sieht bestimmt auch richtig, richtig cool aus. Ich freue mich, wenn du auch im nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, ciao!